Hallo und willkommen bei So geht Trockenbau. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr Löcher in Gipswänden ausbessert. Ich bin Adi, bin Vorführmeister bei Knauf und gebe euch Profi-Tipps für euer Heimwerkerprojekt. Ihr habt zu Hause eine Trockenbauwand und da ist ein Loch drinnen. Keine Panik, das ist gar kein Problem und ganz einfach zu reparieren. Das machen wir. Was brauchen wir dazu? Ein Stanley-Messer, ein Schleifpapier, eventuell einen Hammer, eine Bürste zum Entstauben, einen Tiefengrund zum Streichen. Dann brauchen wir ein Werkzeug, je nach Reparatur. Dann brauchen wir ein hochwertiges Produkt mit guten Eigenschaften zum Verspachteln, einen Roral. Zusätzlich gibt es für Kleinigkeiten und Unreimheiten den Spachtelfix, praktisch in der Tube, fertig, mit einer Spachtel. Und zum Schluss, wenn größere Projekte sind, eine Bohrmaschine mit Quirl. Wir wollen jetzt hier die Löcher sanieren. Hier ist ein Plastikdübel, der wird einfach weggeschnitten. So, der Rest drücken wir rein. Und jetzt drücken wir da rein. Fertig. Hier die kleinen Löcher. Reinigen wir noch in der Oberfläche den Karton. Es geht auch mit einem Schleifpapier. Man schleift das eben, den Staub ist weg. Hier wurde ein Metalldübel verwendet. Da müssen wir mit einem Hammer diesen versenken. Jetzt müssen wir das noch reinigen. Wir schneiden einfach rund aus. Fertig. Das nächste ist Entstauben. Wir entstauben jetzt den Gipskern und anschließend werden ihn mit tiefem Grund grundieren, um eine bessere Haftung für die Spachtelmasse zu erzielen. Der Gips hat jetzt die Chance, sich da festzuhalten. Wenn wir das ohne Grundierung machen würden und mit einer Gipsmasse verspachteln, würden wir eine schlechte Haftung am Gips erzielen. Das ist für die kleinen Löcher. Auf. Man schneidet vorne auf, drückt die Spachtelmasse auf die Spachtel, je nach Gebrauch. Und jetzt drücken wir das Material richtig an den Flanken, damit die Haftung richtig funktioniert. Und fertig das erste Mal. Wiederum schön drücken, die Flankenhaftung verbessern und fertig. Für so große Löcher verwenden wir den Roal. Der hat gute Eigenschaften für Haftung und Verarbeitung und füllt größere Löcher besser. Wiederum richtig andrücken an den Flanken. Und fertig, die erste Lage. So, jetzt sind die ersten Arbeitsgänge gemacht. Das ist vorgespachtelt und jetzt muss das trocknen und am nächsten Tag
gehen wir nochmals drüber. Man sieht es hier, die Farbe ist rau, die Spachtelmasse ist glatt und diesen Übergang vom Glatten zum Rauen muss man mit dem Schleifpapier, mit einem 100er zum Beispiel, angleichen. So, wir haben das jetzt eine Nacht trocknen lassen und jetzt beginnen wir mit dem Abscheren der Grade und der Uneinheiten vom ersten Spachtelgang. Und fertig. So, der letzte Spachtelgang beginnt, indem wir jetzt ganz dünn bis zum Übergang das Material aufträgt und dann wiederum schön verpressen. Und fertig. Wir beginnen jetzt mit den Schleifarbeiten bei dem Spachtelfix. Wir schleifen hier mit einem 100er Korn ganz leicht nur den Grat und an den kleinen Stellen auch noch ganz kurz, eventuell auch mit der Hand ein bisschen reinigen und fertig zum Spachteln. Wir tragen den Spachtelfix da auf, überspachteln die Fläche vollflächig, glätten es zu und fertig zum Schleifen. Und das ganz kleine Loch, das gleiche, überspachteln, vollflächig und fertig zum Verschleifen. Den letzten Arbeitsgang schleifen wir nun mit einem 100er Korn. Ganz leicht die Fläche um kleine Grade, die entstanden sind, und den Übergang zur Farbe ganz leicht und fertig. Und das ist jetzt malerfertig. Ihr wisst jetzt, wie ihr kleinere Löcher in eurer Wand reparieren könnt. Wenn ihr Fragen zum Thema habt, meldet euch beim Knauf Kundenservice. Die Kontaktinformationen dann in der Beschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und den Kanal abonnieren.